Hi, hier ist, hier ist Renz von Dynamic Deadlines. Das ist Anneke, aka Anyway. Sie ist unsere Level-Tante. Level-Design und Environment Art und so weiter. Amazing! Okay, ich arbeite mit ihr zusammen, wenn ich Paper prototype. Und dann denken wir uns ein Level aus, was geil ist zum Spielen. Und dann macht sie daraus irgendwie, was geil aussieht am Ende. Was man immer noch geil spielen kann. Awesome! Okay, erste Frage. Wie entscheidest du den Stil von wie das alles aussieht? Das sollte nicht die erste Frage sein, Warum nicht? weil erstmal, das haben wir doch gerade besprochen. Nein, was soll denn die andere erste Frage sein? Die andere erste Frage sollte irgendwas sein von wegen, was magst du an dem Spiel oder sowas? Okay, was magst du an dem Spiel? Okay, ich mag, dass es ein energetisches, schnelles One-on-One ist, wo man im ersten Augenblick denkt man, okay, es ist eine lustige Klopperei, aber eigentlich ist es viel mehr Mindgame dahinter. Ähnlich wie bei Schach. Und das finde ich cool. Das ist ein solider Grund, das Spiel zu mögen. Okay, nächste Frage. Wie entscheidest du den Stil? Ich entscheide den Stil einmal an der Stimmung, die wir erzeugen wollen, und an dem Gameplay. Okay, was für Stimmung wollen wir erzeugen? Wir wollen eine Stimmung erzeugen, die sagt, das ist ein cooles, lustiges, schnelles Spiel. Und es nimmt sich nicht allzu ernst selbst, aber trotzdem ist es gleichzeitig ein bisschen gritty und es geht um was und es ist ein bisschen düster. Okay, das ist jetzt widersprüchlich. Aber das kriegst du hin. Das kriege ich hin. Okay, cool, nice. So, das Dann kann sagst du, du machst es noch vom Gameplay abhängig. Was bedeutet das? Eben Level-Design. Das bedeutet, Hier sehen wir ein Level. das bedeutet, dass das Game Design ist so schnell, wie wir gerade reden. Und das müssen wir halt, deswegen muss es halt klar sehbar ersichtlich sein. Ja, was muss, Ersichtlich was? sein, Okay. was da passiert. Also der Spieler hat nur ein paar Sekunden Zeit, um Informationen aufzunehmen und deswegen muss es der Boden klar sein, müssen die Assets klar sein, die Höhenunterschiede im Level müssen klar sein, die Objekte, mit denen man interagieren kann, müssen klar darstellbar sein. Ja. Das ist Und wichtig. gleichzeitig schaffst du es halt, coole Dinge reinzusetzen, dass die einzelnen Räume wiedererkennbar sind, wie in diesem Raum zum Beispiel dieses Ding, was dem ganzen Raum so seinen Flavor gibt. Wir werden Genau, es gibt halt mehrere aneinander gehängte Räume, die der Spieler... Pro Match, genau, Ja. die der Spieler durchläuft. Und da muss er natürlich Orientierung haben. Er muss wissen, ich bin im Dungeon und ich bin in dem Raum, weil er manchmal wieder hin und her gehen möchte zwischen den Räumen. Und das schaffe ich halt durch Objekte, die die Räume einzigartig machen, wie in dem Fall das Mausoleum. Okay, hier machen wir mal einen anderen Raum auf. Hier sehen wir, ist ein anderer Raum. Sehr dominiert von diesem Raum, der einem schön die Sicht versperrt in alle Richtungen. Hier ist das Hero Asset eindeutig ein großer Baum. Sehr gut. Und ja, Okay, hier haben wir ein Ding. Das gehört zu den voll Kultisten. uninteressant. Nein, das ist awesome. Das ist gerade überhaupt nicht Na, das egal. Thema. Okay, hier sehen wir Lighting, sozusagen. Das ist jetzt, hat es mir erzählt, die Mondlicht-Variante. Du hast noch andere Varianten gemacht, zum Beispiel die Tageslicht-Variante. Und die Mondlicht-Variante ist besser. Das ist auf jeden Fall seine Meinung. Ich bin halt gerade noch dabei, auszutesten. Also die Stimmung ist halt stark abhängig von Farben und von Licht. Und das teste ich an dem Raum aus. Und auf der einen Seite müssen halt... Ja, Eindeutig besser. ich probiere ja auch noch weiter aus. Es ist alles noch Work in Progress. Aber in dem Fall ist es auf jeden Fall, das Mondlicht ist cooler, weil da mehr Kontraste sind. Es wirkt ein bisschen spannender und Ohne konfliktreicher. Kontraste, ohne zu saturiert zu sein und ohne zu sehr abzulenken Genau, von den Spielfiguren, von den die eigentlichen Dingen. immer noch am wichtigsten sind. Und die sind gut. Das sind die Kultisten. Der hier bekommt noch Farbe. Die werden wir als nächstes spielen können. Hoffentlich bald. Ja. Sehr gut. Okay, sehr schön. Was ist dein Lieblingsding zu machen in dem, was du machst? Was ist dein Lieblingspunkt? Mein Lieblingspunkt ist, wenn alles zusammenkommt. Wenn die Assets, die ich gemacht habe, zusammenkommen zu einem coolen Level, das eine Atmosphäre hat und die irgendwie Bock auf das Game macht. Sehr gut. Und dein Lieblingslevel bis jetzt? Mein Lieblingslevel ist das Mausoleum. Was wir als erstes gesehen haben. Was wir als erstes gesehen haben, weil es eine coole Tiefenwirkung hat. Und ich finde, es hat auch eine Narrative, die irgendwie zeigt, hey, hier ist schon mal was passiert, hier sind schon ein Haufen Leute gestorben, hier war schon mal Krieg. Und sag mal die andere Seite, die Seite sieht nicht so schön aus. Okay. Ja, die Seite ist schöner. Okay. So wird die andere Seite dann auch aussehen.
Ja. Cool. Ja, ja. Cool. Alles klar. Anneke, vielen Dank, dass du da warst. Wenn ihr Fragen habt, fragt sie uns über Fragt E-Mails und Comments, Twitters ich und beantworte das dann gerne. Comments. Und Ja. schreibt, es soll dann anyway gehen und dann beantwortet sie Fragen. Sehr gut. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Hoffentlich hat es gefallen. Bis bald.